das Schalten, Lenken ohne Servo, das ist Autofahren. Da wird mir nichts abgenommen, das ist pur. Was ist eine Giulia? Eine familientaugliche Limousine für die Rennstrecke. Und ich glaube, das ist der Spagat, der da gut auf den Punkt gebracht wird. Also zum einen praktisch, Kofferraum, viertürig, der brave Familienpapa, der mit seiner Familie zum Einkaufen fährt und am Wochenende aber auch auf die Rennstrecke. Der Weg zu Alfa Romeo war definitiv ein Riesenzufall. Ich hatte beschlossen, mir wieder ein altes Auto zu holen, weil mir das fehlte, der Lifestyle, das Erleben, das Runterkommen. Und das darf man eigentlich gar nicht erzählen, aber ich habe, als ich wieder auf der Suche war, als Suchparameter eine Farbe eingegeben. Ich wollte unbedingt ein silbernes Auto haben, am liebsten mit brauner Innenausstattung und ein Preisbudget. Und da gab es dann, weiß ich nicht, 30, 40, 50 Autos, die in Frage kamen. Und unter anderem war die Giulia dabei. Die Bilder haben mich sofort angemacht. Das war die Farbkombination, der sah schon recht vernünftig aus, hatte eine Basisrestauration und ich habe mich sofort daran erinnert, toller Sound, tolle Motorengeräusche, Emotionen und das war eine ganz spontane Sache, dass ich eigentlich schon, ich glaube, einen Tag oder zwei später nach Holland gefahren bin und habe mir das mit einem Freund angeschaut. Es machte einen sehr vernünftigen Eindruck. Wir haben eine Probefahrt gemacht und dann war die Kaufentscheidung eigentlich nur noch eine Nacht schlafen und dann habe ich gesagt, alles klar, dann wird's ein Alfa Romeo. Ich habe, wenn ich ehrlich bin, schon in der Nacht vor dem Kauf zu Hause in Photoshop mir ein Bild genommen und Sachen ausprobiert. Von tiefer legen, Felgen schwarz machen, gelbe Scheinwerfer. Also ich habe da schon geguckt, also bevor ich den gekauft habe, was geht. Und das hat mich direkt nach 2-3 Stunden selber überzeugt und das stand von vornherein fest. Eine Freundin von mir hat mich gefilmt, wie ich nach Hause gefahren bin. Und als ich das gesehen habe, war sonnenklar, so fahre ich keinen Meter. Also das war hochbeinig und die Opa-Felgen und nein, das war es noch nicht, aber ich habe das Potenzial da drin gesehen. Und ich glaube, eine Woche später oder 2 Wochen später war ich auch schon genau hier in der Werkstatt beim Lukas und habe gesagt, Lukas, das Ding muss runter, hier kommen andere Federn rein und der ist zu leise, was können wir da machen?
ist, wie ich wohne, wie ich irgendwie rumlaufe. Mich interessieren eigentlich keine Konventionen. Das ist mir egal. Ich mache mein Ding, ich mache das, was mir gefällt. Und das hört letztendlich beim Auto auch nicht auf. Mein Name ist Marc und ich fahre eine Outlaw Giulia.